Frau Dr. Münz und ich, wir haben im Restaurant diskutiert, was haben eigentlich die Europäer gemeinsam? Ja, und das Gemeinsame ist, in derselben Zeit ist entstanden parallel in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in England die klassische Musik. Und ich bin ein großer Freund der klassischen Musik. Na, und dann hatten wir die Idee, man müsste jungen Europäern zeigen, dass hier unter den Linden nicht mehr die Schafsstiefel paradieren. Der Impuls für dieses Festival, der kam eigentlich von den Jugendorchestern selbst. Die wollten sich in ganz Europa zeigen und die Hauptstadtfunktion ging auf Berlin über. Und das war genügend Anlass, die jungen Orchester hier zu präsentieren. Und so kam dann die Idee von Young Euroclassic. Wir haben dann das organisiert und einen Verein gegründet. Und naja, und jetzt machen wir es schon zum 26. Mal. Das Festival Young Euroclassic sagt, hier spielt die Zukunft und das sehen wir so. Weil es gibt nirgendwo auf der Welt ein Festival, was sich ausschließlich Jugendorchestern widmet. Das ist das Einzige in Deutschland und auch in Europa in diesem Ausmaß, was den jungen Leuten die Chance gibt, sich richtig zusammen auch zu profilieren, sich darzustellen. Darin hat es eine Bedeutung. Die einzelnen nationalen Jugendorchester spielen in ihren Ländern, machen auch mal eine Tournee woanders hin. Aber hier geben sie sozusagen ein Bild der jungen Orchester Europas und sogar außerhalb Europas. Und darin liegt, glaube ich, die wirkliche Bedeutung von Young Euroclassic. Als ich erfuhr, dass die jungen Afghanen in Portugal Asyl gefunden hatten, habe ich gedacht, das ist jetzt die richtige Gelegenheit, die als ganzes Orchester einzuladen, auch in Kooperation mit Musikern des portugiesischen Jugendorchesters. Und dadurch, dass wir diese enorme Bereitschaft gespürt haben, dieses besondere Schicksal des Orchesterkörpers auch zu sehen, wertzuschätzen, dass sie ihre Musiktradition weitertragen wollen, haben wir dann mit der Firma Burmester einen kongenialen Partner gefunden, weswegen dieses Projekt realisiert werden konnte. Musikkultur ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema und dementsprechend ist es auch für uns selbstverständlich, dass wir uns in so einem Kontext engagieren, dass wir dafür sorgen, dass junge Musiker gefördert werden, dass junge Musiker ihre Musik auf die Bühne bringen können und dass sie sich in einem sicheren Umfeld weiterentwickeln können. Mich hat von Anfang an die Geschichte fasziniert, die dahinter steckt. Dieses vertrieben worden sein aus der Heimat, in letzter Minute die Instrumente noch zu retten, dann in einer neuen Heimat wieder Wurzeln zu schlagen, seine Musik wieder auf die Bühne zu bringen, ja, Verbindungen zu schaffen, auch zu der Musikkultur in der neuen Heimat. Und das dann alles nach Berlin zu holen, war für mich total faszinierend von Anfang an. Für die Musiker ist es eine ungeheure Gelegenheit, sich zu zeigen und sich nicht zu verstecken, sondern sich wirklich zu zeigen in dem, was sie können und in ihrer Ambition. Das heißt ja auch, eine innere Stärke wächst ja auch nur dadurch, indem man sie immer wieder nährt. Und das sollte ein Beitrag dazu sein.